Hi zusammen und willkommen bei einer neuen Folge von Show Your File. Schön, dass ihr wieder da seid. Und heute will ich mit euch über Effekte sprechen, wie ich mit den Gruppen umgehe, wie ich die Effekte baue. Und deswegen fangen wir erstmal an. Viel Spaß damit. So, vorher möchte ich aber noch kurz auf eine Frage eingehen, die gestellt wurde. Und zwar, warum ich meine Links-Rechts-Gruppen gespiegelt baue. Das hatte ich kurz erwähnt, dass ich das tue und dann nicht erklärt, warum. Ich habe das hier gerade, die Ghibli-Gruppe, die geht die linke von links nach rechts und die rechte von rechts nach links. Wenn ich jetzt in meinen Live-Flash-Picker reinklicke und Ghiblis anmache, weiß und dimmer. So, und jetzt habe ich hier unten meine Links-Rechts-Buttons. Und jetzt vergebe ich eine Delay-Zeit von 0,3. Dann sieht das jetzt so aus. Und durch die Auswahl der Gruppe habe ich wieder ein symmetrisches Bild. Ich könnte natürlich die Gruppe auch so bauen, dass sie einfach immer von links nach rechts geht. Dann wäre jetzt die Delay-Zeit auch jeweils von links nach rechts. Aber ich finde das so ganz hübsch und deswegen mache ich das so. Das ist auch schon alles. Okay, so, jetzt zum Thema Effekte. Und zwar, ich könnte ja jetzt einfach sagen, ich nehme die Gruppe, die ich mir hier gebaut habe und benutze die auch für meine Effekte. Ich mach's mal mit einem Dimmer-Effekt. Ich mache Remove Individuals, das passiert, wenn man klont. Gehe ich jetzt aber nicht genauer drauf ein. Müsst ihr euch sonst mal angucken. Und jetzt könnt ihr sehen, ja, das ist so halbwegs symmetrisch. Im Moment habe ich hier, also wenn man von links nach rechts guckt, sieht das auch ganz hübsch aus. Das läuft jetzt auch halbwegs symmetrisch, aber ihr könnt sehen, das ist keine wirkliche Symmetrie. Ich kann, wenn ich in den Effekt reingehe, einfach mal auf Show Selection klicken. Und wenn man die jetzt durchklickt, seht ihr, dass das keine symmetrische Auswahl der Lampen ist. Aber hätten wir ja gerne. Und deswegen bauen wir uns jetzt dafür eine separate Gruppe. Ich kopiere mir jetzt einfach mal diesen Layout zu einem leeren Layout, mit dem ich jetzt arbeiten werde. Und jetzt bauen wir uns hieraus eine symmetrische Auswahl. Und das machen wir einfach jetzt mal wie folgt. Ich gucke mal, ob das so geht. Erstmal Setup anmachen. Ich habe die Lampen jetzt so ausgewählt und aligne die einfach mal auseinander. Und das mache ich hier genauso. Ne, ich hatte es so rum gemacht, glaube ich. Nein. Doch, so rum. Nee, die verhalten sich nicht so. So, jetzt könnt ihr sehen, ergibt sich ein symmetrisches Bild. Warum mache ich das? Ich bewege die Lampen jetzt so weit auseinander, dass die alle nicht mehr auf der, dass jede Lampe eine eigene X-Koordinate hat. Und jetzt, wenn ich die Lampen auf denselben Y-Wert packe, sind alle Lampen nebeneinander. Wenn ich jetzt über Matrix zum Beispiel, um euch das mal kurz zu checken, mal einen Zweierwing reinpacke, kann man jetzt sehen, dass wir eine symmetrische Auswahl haben. Und das ist ganz wundervoll. So, diese Gruppe
store ich jetzt in meine Ghibli Effects Gruppe. So. Cool. Das gleiche machen wir jetzt mit den Auras. Kopieren uns diesen Aura Layout View und machen jetzt dasselbe Prozedere. Bei den Auras habe ich jetzt die Besonderheit, dass ich hier in der Mitte 4 Lampen habe. Da muss ich mir dann mal überlegen, wie ich mit denen umgehe. Jetzt, warte. Erstmal so. Setup war wieder ausgeschaltet, weil ich den Layout View erneut aufgerufen habe. So ist das Quatsch. So ist das. Na, ich finde das noch nicht so gut. Ich mache das mal von unten nach oben. Ich habe so das Gefühl, da könnte... Ja. Die Lampen verzerren sich jetzt so ein bisschen perspektivischer, als würde man von vorne drauf gucken. Ich mache mal einfach richtig weit raus. Nur um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich alle eine eigene X-Koordinate haben. Und dasselbe mache ich jetzt mit den Lampen hier. Funktioniert das? Nee, es verzerrt sich anders. Vielleicht doch von links nach rechts. Von rechts nach links. Ist aber was in die Hose gegangen. Ach so. So. Das sieht schon besser aus, ja. Okay. Dann drehen wir hier jetzt einfach auch mal ein bisschen am Rad. Und ich glaube, das hat hingehauen. Ich mache Line nochmal aus und bewege die insgesamt ein bisschen weiter auseinander. Genauso die. Habe ich den auch erwischt? Nein, habe ich nicht. Es gibt mehrere, also es gibt natürlich wieder, wie immer bei MA, ganz unterschiedliche Ansätze, wie man mit den Effekten umgeht. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Ich mache das nicht immer so. Ich würde jetzt den mal hier rüber ziehen. Und den hier rüber ziehen. Die sind dann symmetrisch zueinander. Und diese beiden sind symmetrisch zueinander. So, dann packe ich die Lampen jetzt alle auf dieselbe Y-Koordinate. Mache eine erneute Auswahl. Gucke mir das mit einer Zweier-Wing an. Und das sieht ziemlich symmetrisch aus und geht auch von außen nach innen. Das finde ich okay. Cool. Dann nehmen wir diese Gruppe jetzt und speichern uns die als Aura FX. So, dann gucken wir uns das bei den Spidern an. Die kopieren wir uns auch. Und selbes Spiel. So, auch die sind jetzt
in einem symmetrischen Bild. Selbe Y-Achse. Neu auswählen. Kontrollieren. Eine Sekunde. Ich mache da mal ein Referenz-Layout-View zu auf. Weil die Lampen haben noch... Aber das sieht richtig aus. Die Lampen sind in meinem dem X-Output noch nicht invertiert. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Das würde ich dann auch erst machen, wenn ich über Presets spreche. Spikies. So. Yay. Wir machen das genauso. Ganz einfach. So, dann nehmen wir doch wieder das. Ihr seht, ich leine jedes Mal irgendwie anders. Ich probiere mich da immer mal wieder. Das gefällt mir so aber nicht. Das machen wir anders. Ich mache oben und unten, glaube ich, getrennt. So. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen... Ich mache auch hierzu nochmal ein Referenz-Layout-View auf. Ja, ich setze die Wings einfach links und rechts daneben. Und dann ist das super. So, das heißt... So. Und so. Selbe Y-Achse. Und neu auswählen. Abspeichern. Checken. Ich habe hier auf meinem... Achso, das könnt ihr gar nicht sehen. Hier auf dem Button habe ich... Also ich habe hier so ein paar Matrix-Shortcuts liegen. Und die benutze ich dafür. So. Ich habe jetzt wieder ein Zweier-Wing ausgewählt. Das symmetrisch, symmetrisch, symmetrisch. Sehr schön. Funktioniert. Cool. Das geht überraschend besser, als ich gedacht habe. Ich habe das vorher nochmal mit einer anderen Variante ausprobiert. Die hat mir aber nicht gut gefallen, weil ich dann nämlich bei dieser Lampengruppe ein paar Probleme gekriegt hatte. Und auch weil das dann vom Handling ist nicht so wichtig. Ich mache einfach weiter. Ich ziehe das hier mal auseinander. Ziehe das auch auseinander. Und zoome hier mal noch ein bisschen raus. So. Die noch ein bisschen weiter raus. Und jetzt zu euch. Erstmal nehme ich die Lampen und schiebe die ein bisschen tiefer, damit die können auch schon auf dieselbe Y-Achse eigentlich. Die werde ich nämlich genauso lassen, wie sie sind. Und jetzt werde ich diese Lampen noch ein bisschen rausschieben. Und diese Lampen auch. So. Align, Auseinanderschubsung. Line, Auseinanderschubsung. Selbes Spiel. Es ist wie immer, wenn man es ordentlich machen will, dauert es ein bisschen länger. Aber meistens ist das Ergebnis es wert. Muss ich hier gerade mal gucken, dass ich das auch
wirklich symmetrisch baue. Das passiert hier nämlich gerade nicht. Was habe ich denn da eben gemacht? Diese Lampe. Diese Lampe müssen nämlich tauschen. Sonst kriege ich gleich ein unsymmetrisches Bild. So, jetzt ziehe ich die Lampe auch mal hier noch rüber. Die Lampe hier rüber. Und mache hier wieder mein Y. Oh, was ist jetzt passiert? Ach so. Wahrscheinlich sind die einfach nur sind zwischen einer Linie verschwunden. Deswegen war ich kurz verunsichert. So, ich check nochmal gerade die Wings. Das sieht falsch aus. Und zwar ganz gewaltig falsch. Irgendwo habe ich was falsch gemacht. Nochmal neu auswählen. Das sieht richtiger aus. Was natürlich jetzt nicht so schön ist, dass der so hin und her springt. Das sieht gut aus. Das finde ich nicht so gut. Das mache ich nochmal neu. So, jetzt müssen wir uns das hier nochmal angucken in Ruhe. Und zwar, was ist passiert? Ich habe hier nicht vernünftig gearbeitet. Und deswegen sah das nicht gut aus. Natürlich sollen diese Dreierblöcke auch irgendwie zusammenbleiben. Die sind ja im Design auch zusammengedacht worden. Und wenn man die dann auseinanderreißt, dann sieht das in den Effekten irgendwie komisch aus. Das heißt, wir machen das jetzt hier einfach nochmal und achten darauf, dass die vernünftig alignen. Und symmetrisch. So sieht das irgendwie besser aus, glaube ich. Jetzt zu euch. Ich probiere es mal so. Das funktioniert, glaube ich, besser. Schiebe ich schon mal weiter raus. Die auch. Selbes Problem wie eben. Ich habe mir nicht gemerkt, wie ich hier ausgewählt habe. Was habe ich denn hier gemacht? Move. Hm. So. Die noch darüber. Die darüber. Die hier rüber. Okay. Ich glaube, das dürfte jetzt hinhauen.
Muss aber doch noch ein bisschen weiter auseinanderziehen, weil es wirklich viele Lampen sind. Und okay, ich probiere das jetzt nochmal. 2 Wings. Das finde ich schöner. Ja, gut, so bleiben wir. Override. Okay. Also ich habe meine Effektgruppen gebaut. Das braucht einfach seine Zeit, wenn man es ordentlich macht. Ich habe jetzt ein Makro, der mir die Effektgruppen in meine Effekte updatet und irgendwie meckert der da rum. Ich glaube, ich weiß warum. Da hat sich bestimmt wieder irgendeine Variable verschluckt. Ich mache hier mal auf Sinus. Effekt nochmal updaten und dann klappt das auch. Und so, das sieht sehr symmetrisch aus. Das sieht auch sehr symmetrisch aus. Achso, hier habe ich, die Spiders sind immer noch invertiert. Das sieht auch gut aus. Und bei meinen P10ern hat irgendwas nicht geklappt. Tja, machen wir es händisch. Ist ja auch nicht so viel Arbeit. Und das sieht auch symmetrisch aus. Und ja, so baue ich meine Effektgruppen. Und dasselbe sieht man dann jetzt auch bei den, ich jetzt mal hier ein Spiky Movement anmache, haben wir auch direkt bei einem Zweier-Wing ein symmetrisches Bild. Und wenn ich jetzt eine Vierergruppe, also ich werde jetzt immer symmetrische Bilder haben, sobald ich einen Zweier-Wing in den Effekten aktiviert habe. Ne, dasselbe gilt für alle Lampengruppen. Und ja, das ist doch was Schönes. Auch hier. Und dann kann man ja hier mal ein bisschen ich bin nicht so happy mit meinen Flash-Gruppen. Die könnten ein bisschen gleichmäßiger verteilt sein. Die sind zu blockhaft. Aber gut, das müsste man dann mal nochmal in Ruhe machen. Aber prinzipiell kann man das so machen. Alles klar. Ja, so viel zu meinen Effekten. Meine Farbeffekte müssten ja dann jetzt auch funktionieren. Ja, sind auch symmetrisch, wie ihr sehen könnt. Und alles wunderbar. RAM minus. Genau, so. Und dann kann ich natürlich hier mit meinen Gruppen spielen. Hier unten auf Dim Speed kann ich dann tappen. Und der Speed für die Bewegung, den habe ich hier auf einem Fader liegen. Den könnt ihr hier sehen. Und ja, was soll ich sagen? Das funktioniert alles ganz wunderbar. Da kann man schon zappeln. Yes. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und in der nächsten Episode, die kameratechnisch etwas anders aussehen wird, weil ich mir die Gerätschaften nur geliehen habe. Genauso wie dieses Mikrofon.
werde ich über meine Presets sprechen und wie ich damit umgehe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst ein Like da, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben, Bescheid sagen. Vielleicht weiß ich Antworten, vielleicht nicht. Und ja, ciao, ich bin raus.